Hier, ich habe erst überlegt, ob ich die Brotsonne gelb anmale. Hallo, Nico hier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, und wie wir so eine gelbe Brotsonne backen, das zeige ich dir jetzt. Für den Teig geben wir 280 Gramm Wasser mit 3 Gramm Trockenhefe oder 10 Gramm frischer Hefe und 5 Gramm Zucker in eine Schüssel und verrühren alles, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Dann 350 Gramm Weizenmehl Typ 550, 100 Gramm Weizenvollkornmehl, 10 Gramm Salz und 10 Gramm Olivenöl dazugeben. Alle Zutaten zunächst in der Schüssel mischen, bis sie zu einem Teig zusammenhalten. Den Teig dann auf die Arbeitsfläche geben und für 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox, da ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Den Teig dann zu einer Kugel formen, in die Schüssel legen, abdecken und für eine Stunde gehen lassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal ein Backblech mit Backpapier belegen. Darauf legen wir eine Schale mit der Öffnung nach unten. Meine ist aus Glas, wie man unschwer erkennt, und hat einen Durchmesser von 10 cm. Etwas Öl auf die Schale geben und damit einreiben. Damit später die Körner haften bleiben, müssen wir die Teigoberfläche mit etwas Wasser einpinseln. Dafür verrühre ich hier 50 Gramm Wasser mit einem halben Teelöffel Salz. Wenn der Teig um das Doppelte aufgegangen ist, etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig darauf zu einer Kugel falten und rund schleifen. Dafür den Teig einfach außen fassen, etwas hochziehen und zur Mitte hin andrücken. Das machen wir einmal ringsherum. Den Teig dann umdrehen und an einer Stelle ohne Mehl ablegen. Die Hände halbmondförmig um den Teig legen und zu sich hinziehen. Der Teig sollte dabei an der Arbeitsfläche haften bleiben. Den Teig immer wieder ein Stück zu sich hinziehen und dabei ein kleines Stück drehen. Auf diese Weise entsteht Spannung im Teig und er wird ganz von alleine zu einer schönen runden Kugel geformt. Den Teig dann abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. Mit dem Finger ein Loch in die Mitte der Teigkugel bohren. Das Loch dann vorsichtig weiter aufziehen. Den Teig in die Hand nehmen und das Loch durch sein Eigengewicht etwas weiter vergrößern, bis es über die Schale auf dem Backblech passt. Den Teig über die Schale ziehen und mit einer Schere rundherum schräg 9 bis 11 Mal einschneiden. Beim Einschneiden zur Schüssel hin etwa 2 cm Abstand lassen und die Teigstücke zu einem Sonnenwirbel auseinanderziehen. Sei so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft mir wirklich sehr, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit der Brotsonne. Nur die Oberfläche, nicht die Schnittfläche mit dem Salzwasser einpinseln und abwechselnd mit Leinsamen, Sesam und Mohn bestreuen. Da ich hier Mohn übrigens schwer bekomme, verwende ich hier Basilikumsamen. Chia würde auch ganz gut gehen. Die Brotsonne dann abdecken und eine Stunde bei Raumtemperatur gehen lassen. Anschließend das Blech für 10 bis 12 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am Morgen oder wann immer du deine Brotsonne backen möchtest, den Backofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, eine hitzebeständige Form oder eine Gusseisenpfanne auf den Boden des Backofens stellen. Die Brotsonne aus dem Kühlschrank nehmen und die Schale in der Mitte herausziehen. Das Blech in den Ofen schieben, mittlerer Einschub und in die Form am Boden 100 ml Wasser gießen. Die Ofentür schnell schließen und die Brotsonne für 10 Minuten bei 220 Grad backen.
Nach 10 Minuten die Temperatur auf 200 Grad senken und die Brotsonde in weiteren 20 bis 25 Minuten goldbraun und knusprig backen. Aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. So, fehlt nur noch der ultimative Geschmackstest, würde ich sagen. Den mache ich doch jetzt mal direkt. Nicht, dass ich wüsste, wie die schmeckt. Sehr lecker. Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Brotsonne. Ups. Ja, hier. Die kann man also wunderbar trennen. Ne? Kann man einfach in die einzelnen Segmente zerteilen. Optimal auf dem Buffet. Wo war ich stehen geblieben? Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust, in die Küche zu gehen, deine eigene Brotsonne zu backen. Das gesagt, der Nico verabschiedet sich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Das ist wirklich eine super Unterstützung. Dankeschön dafür. Vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Brotvideo wieder. In diesem hier oder vielleicht in diesem hier mit den Körnerbrötchen. Die sind auch sehr lecker. Das gesagt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hier. Eine Brotsonne backen gehen.